Nach dem Canyoning in der Staatslachklamm und dem Erklimmen des Oberjoch-Passes sind wir weiter auf dem Weg durch das Allgäu entlang der Deutschen Alpenstraße. In diesem Video passieren wir erst ein weltberühmtes Märchenschloss, ehe es in Richtung Zugspitze und damit in Richtung der höchsten Berge unseres Landes geht. Der Hitze entfliehen wir nachmittags auf die Alpspitze, traumhafte Ausblicke ins Tal inklusive. Willkommen zurück zu Teil 8 unserer Reise durch Süddeutschland. Los geht's! Da der letzte Teil etwas abrupt endete, wir beendeten die letzte Episode am Oberjoch-Pass, der kurvenreichsten und sicherlich einer der meistfrequentierten Straßen Deutschlands. Hinter dem Oberjoch-Pass passieren wir kurz darauf die Burgruine Falkenstein, hier oben auf dem Berg zu sehen. Sie ist die höchstgelegene Burganlage Deutschlands auf stolzen 1268 Metern, mit ein Grund dafür, warum wir nicht hinaufwandern. Stattdessen kann man ja mal die Drohne die schweißtreibende Arbeit verrichten lassen. Und der Überblick ist aus der Luftperspektive eh viel besser. Und wenn man weiß, wo man an dieser Stelle hingucken muss, dann sieht man bereits das wohl berühmteste Schloss Deutschlands, welches unser nächstes Ziel ist. Wer es nicht gefunden hat, hier in der Ecke. Dieses Schloss findet ihr übrigens nahe Füssen und ihr wisst sicherlich, wovon ich rede, Schloss Neuschwanstein. Der steingewordene Traum eines großen Kindes, zu großen Teilen finanziert von den in Bayern so verhassten Preußen. Im Schatten von Neuschwanstein finden wir einen guten und vor allem ruhigen Spot für eine Pause, während sich drüben direkt am Schloss die Touristen die Köpfe einschlagen, um den besten Platz für Fotos zu ergattern. Dabei ist das ganze romantische Gedöns übrigens nur Fassade. Das Schloss ist im Grunde nur eine große Theaterkulisse, in welcher Ludwig II. Seine Fantasien ausleben konnte, außerdem entsprach es dem damals modernsten Stand der Technik. Fließendes Wasser, Telefonanschluss, Aufzüge und sogar eine Zentralheizung. Bis zu seinem Tod im Jahr 1886 lebte Ludwig II. Lediglich 172 Tage im Schloss. Bis zu diesem Punkt hatten sich Baukosten in Höhe von 6.180.047 Mark angehäuft. Pro Tag, den Ludwig dort gelebt hat, fielen also Kosten in Höhe von 35.930 Mark an. Im Grunde war Neuschwanstein das damals teuerste und exklusivste Hotelzimmer der Welt. Gehen wir von 2% Inflation über 135 Jahre aus und setzen Mark und Euro einfach gleich, dann wären das heute Kosten von 520.571 Euro. Pro Tag. Man gönnt sich als König ja sonst nichts. Kati hat sich hier aber auch noch den Besuch des Lechfalls gewünscht. Der Lechfall ist ein 12 Meter hohes Stauwehr bei Füssen, direkt dahinter durchfließt die Lech dann eine Klamm. Und natürlich haben wir uns hier gefragt, warum das Wasser diese eigenartige Farbe hat. Das liegt am hohen Kalkanteil, den der Lech aus den Bergen mitbringt. Was meint ihr? Wir hatten lange keine Panne mehr, oder? Keine Bange, hier kommt die nächste. Tja, der Urlaub will irgendwie nicht so wie geplant. Die nächste Katastrophe ist passiert. Der Träger meiner Brille hat sich verabschiedet, deswegen ich werde hier gleich in Füssen mal einen Optiker aufsuchen. Mal gucken, ob der ein passendes Schräubchen dabei hat. Es ist irgendwie, Brille geht kaputt, Hand ist verletzt, das Wetter spielt verrückt, brüllen heiß oder aber Platzregen. Irgendwie ist dieses Mal der Wurm drin. Naja, lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Es geht weiter nach Südosten. Wer die Alpenstraße kennt, der weiß auch, dass wir in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs sind und auch, dass wir unterwegs am Kloster Ettal vorbeikommen. Dieses wurde 1330 gegründet, da der damalige König Ludwig der Bayer vor seinem Tod noch etwas Gutes für sein Seelenheil unternehmen musste. Das Kloster ist heute ein starker Wirtschaftsfaktor für die Region mit eigener Schule, Hotel, Gasthöfen, einer Brauerei und einer Destillerie. Von den abertausenden Touristen, die hier ihr Geld lassen, mal ganz abgesehen. Ich hätte hier auch gern eine Brauereitour mitgemacht, die findet aber erst wieder ein paar Tage später statt.
So, die Brille ist auch wieder ganz. Ich hoffe, man erkennt es. Der Bügel ist wieder drin. Zum Glück hatte der Optiker in Füssen noch ein Schräubchen über, das er mir für relativ teuer Geld verkauft hat. Aber besser als ohne Brille weiterfahren. Von daher, wir können wieder auf die Straße. Heute geht es nach Garmisch-Partenkirchen. Auf dem Weg weiter nach Garmisch-Partenkirchen fahren wir in einen regelrechten Hitzekessel hinein. Es ist der heißeste Tag der gesamten Tour und obwohl man am Horizont bereits das Zugspitzmassiv mit dem höchsten Berg Deutschlands erkennen kann, dessen teils noch schneebedeckte Gipfel angenehme Kälte ausstrahlen, gehen wir hier unten in unseren Motorradkombis kaputt vor Wärme. Wegen der vielen Baustellen im Tal kommt auch keinerlei Fahrtwind auf. Vielleicht könnt ihr euch also denken, in welche Richtung oder eher in welche Höhenlage sich unsere Reise jetzt bewegen wird. So, und weil es hier unten im Tal gefühlte 56 Millionen Grad hat, verpissen wir uns jetzt in kühlere Gefilde, nämlich nach da oben. Für die Zugspitze hat es heute leider nicht mehr gereicht. Wir haben leider kein Ticket bekommen, da boxt oben der Papst. Aber wir sind einen Berg kleiner, wir fahren auf die Alpspitze, gucken, ob sie da für die Salber noch ein Ticket für uns haben. Da hat es angenehme 10 Grad. Kathi hat schon die Daunenjacke eingepackt. Ja. Bei mir fröstelt es dann. Ach, du armes Kind. Mal gucken, vielleicht kann man die letzten Meter ja zur Zugspitze mit der Drohne zurücklegen. Wir fahren allerdings nicht ganz bis auf die Alpspitze rauf, sondern nur auf den Osterfelder Kopf, einen Nebengipfel der Alpspitze. Denn dort fährt praktischerweise die Seilbahn hin. Damit sind wir immerhin schon auf 2057 Metern, der Gipfel der Alpspitze wäre sogar noch knappe 600 Meter höher. Die Zugspitze kommt dann noch höher, nämlich auf 2962 Meter. Scharfsinniges Kathi bemerkt sofort, dass ich mich in der Gondel mit all dem Geschaukel und der Leere unter uns nicht wirklich wohlfühle. Und wir schaukeln ganz ordentlich auf dem Weg nach oben, besonders wenn wir einen Stützpfeiler passieren, fühlt man sich wie auf der Schiffsschaukel auf dem Jahrmarkt. Fliegen mag ich übrigens auch nicht, aber hin und wieder sind solche Sachen halt notwendige Übel, um schnell von A nach B zu kommen. Immerhin besser als die 2000 Meter zu Fuß hochzujuckeln. Ich bin jedenfalls froh, als wir endlich oben angekommen sind. Die Aussicht war es auf jeden Fall wert. Aber das Abenteuer hört hier noch nicht auf. Denn mutige Menschen können hier auf dem Alpspix eine frei über dem Abgrund schwebende Plattform nutzen, von der man durch den Boden aus Gitterrost knapp 1 Kilometer tief in den Abgrund schauen kann. Die oder das Alpspix besteht aus 2 Armen, die in unterschiedliche Richtungen 24 Meter weit ins sprichwörtliche Nichts führen und so eine einmalige Perspektive ins Tal bieten. Etwas unheimlich ist es schon, aber weniger wegen des Blicks in den Abgrund, sondern weil die Konstruktion mit unseren Schritten mitschwingt. Boah, das ist schon ein Gefühl, ja. Ich weiß nicht, das wackelt, glaube ich, ein bisschen. Kathi ist ein Arschloch, die macht das dann nochmal extra. Ja, es wackelt. Bist hier nicht allein, benimm dich. Dafür weht aber ein angenehmes Lüftchen, das Kathis Kleidchen in Wallung bringt. Deswegen machen wir es uns auf einer Bank knapp oberhalb der Station gemütlich und genießen die Ruhe und die kühle Luft. Kathi musste sich natürlich wieder dicker anziehen. Und ja, ich weiß, ich hatte euch noch Drohnenaufnahmen versprochen. Keine Sorge, hier kommen sie.
Mittlerweile ist es Abend geworden und auch im Tal ist es kühler, daher wagen wir wieder den Abstieg mit der letzten Gondel des Tages. Und mit Blick auf die Zugspitze, zumindest dank meines Teleobjektivs, beenden wir auf dem Campingplatz den Tag. Und ob ihr es glaubt oder nicht, damit sind wir wieder mal am Ende angekommen. Und es sind bloß noch 2 Episoden übrig, ehe auch diese Tour zu Ende geht. Im nächsten Video geht es am Karwendelgebirge vorbei in Richtung Bad Tölz und des Schliersees, ehe wir den Sudelfeldpass in Richtung Österreich fahren. Dort geht dann abends kurz die Welt unter, lasst euch also überraschen, ob uns nicht noch das Zelt wegfliegt. Ansonsten vergesst nicht euer Feedback, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.